Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Der Käfer kommt rein und zerstört im Prinzip die Leitbahn hier unter der Rinde. Und das ist für den Baum dann tödlich. Die Buche hier vor uns, die ist schon abgestorben. Die nächste hier ist abgestorben. Es wird also immer weitergehen und wir rechnen hier damit, dass solche Waldbestände komplett absterben. Wir müssen die Baumarten ganz neu auf die Standorte verteilen, weil die Temperaturen zunehmen, die Niederschläge abnehmen. – 120 Jahre müssen wir schon mal warten. Der Tod der Bäume erscheint unaufhaltsam. Buchen, ihre Rinde verbrannt von gleißender Sommersonne. Fichten, vertrocknet, verdurstet in Monaten ohne Regen. Zu Tode genagt von Millionen Borkenkäfern und niedergeworfen von Stürmen. Experten schätzen, dass Hessen bereits bis Ende 2020 jeden 10. Baum verlieren wird. Bereits jetzt auf Zehntausenden Hektar nur noch Kahlschlag. Fichten. Mit ihren nur flach in die Erde reichenden Wurzeln trifft es besonders. Sie bekommen zu wenig Wasser, werden schwach und dann vom Borkenkäfer angegriffen. Der Käfer kommt rein und zerstört im Prinzip die Leitbahn hier unter der Rinde. Und wenn wir das Ganze umdrehen, dann sieht man sehr schön, dass es sich schon durch die Rinde durchgebohrt hat. Und damit ist dem Baum die Ernährung abgeschnitten. Und das ist für den Baum, wenn es zu viel wird, dann tödlich. Man geht davon aus, bei so einer Keimzelle eines Borkenkäfers ist ein Männchen und 3 Weibchen, also 4 Stück. Und aus diesen 4 Stücken werden nach der zweiten Generation bis zu 8000 Käfern. Gucken wir da mal wieder. Ja. In Waldeck-Frankenberg, nur wenig westlich des Kellerwald-Nationalparks, bewirtschaften Charlotte Regenbogen-Backhaus und ihr Mann in 3. Generation 110 Hektar Wald. Fichten, Lärchen, Kiefern. Gut ein Viertel ihrer Waldfläche ist bestanden von Laubbäumen, vor allem von Buchen, wie diese hier eine war. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Wenn wir uns das beguckt haben, wie viel Nadelholz verloren gegangen ist, also wirklich 50% der gesamten Betriebsfläche in den letzten 40 Jahren sind verloren gegangen, habe ich immer gedacht, okay, aber alte Buchen haben wir noch. Wenn wir wirklich mal nötig Geld brauchen, dann kann ich die sicherlich verkaufen. Ich sehe das schwinden. Ich habe nicht mehr die Hoffnung, dass es wirklich so ist. Was geschieht mit unseren Wäldern? Kaum jemand geht dieser Frage so akribisch nach wie Henning Mesenburg. Seit Jahrzehnten dokumentiert der Forstwissenschaftler alles, was das Wachsen der Bäume beeinflusst. Wie hier am Großen Bärenberg im Habichtswald erfasst er, wie stark der Wind weht, wie kalt oder heiß es ist, wie viel Regen fällt und alle Stoffe, die herangeweht werden. Die Bäume leiden nicht nur unter dem Klimawandel. Wir haben hier immer noch Stickstoffeinträge von über 20 Kilogramm pro Hektar und Jahr. Das ist gemessen an dem, was ein Wald für das Wachstum und für den Aufbau der Biomasse braucht, ist das
sehr viel, das ist zu viel. Der Stickstoff kommt teilweise aus Verbrennungsprozessen, das sind im Wesentlichen Autoabgase. Und er kommt zu einem weiteren großen Teil aus landwirtschaftlichen Prozessen, Gülleausbringung, Stallabluft, die dann in der Folge auch hier in diese Waldflächen eingetragen werden. Das, so sagt Mesenburg, dünge die Bäume, lasse sie nach oben schneller wachsen, könne sie aber auch, weil die Wurzeln nicht mitkämen, instabil werden lassen. Außerdem zeige sich, dass hoher Stickstoffgehalt Schädlinge vermehrt anziehe. Alles misst er, wie viel Wasser die Stämme hinabrinnt, welche Stoffe sich in Luft und Boden finden und in welcher Menge. Auch der Nährstoffkreislauf sei in einigen Wäldern gestört, sagt Mesenburg, der ein Waldstück mit all seinen Instrumenten verkabelt hat. Dank Datenfernübertragung sieht er den Bäumen zu, beim Wachsen und beim Sterben. Er misst ihnen gar den Puls, oder besser gesagt, ihren Bauchumfang. Da haben wir in 2018 zunächst festgestellt, dass der Baum normal oder sogar etwas besser zugewachsen ist. Das lag daran, dass im Frühjahr ausreichende Bodenfeuchte vorhanden war, von der der Baum zehren konnte. In 2019 war der Zuwachs schon geringer, obwohl die Trockenheit gar nicht mal stärker war als in 2018. Und wir stellen in diesem Jahr fest, dass in diesem Jahr der Zuwachs deutlich eingeschränkt ist. Wir müssen uns große Sorgen machen. Wir haben eben hier mit der Buche eine Baumart, die immer als ganz stabil angesehen wurde. Und jetzt stellen wir fest, dass wir doch sehr große Schäden bei der Buche haben. Wir haben die Fichte, die sich an den meisten Standorten in Hessen mittlerweile verabschiedet. Das sind aus meiner Sicht so gravierende Schäden, dass man sich schon Gedanken machen muss, wie wir den Wald in Zukunft dann bewirtschaften können. Es ist die entscheidende Frage, vor allem für Waldbesitzer. Dann lass uns mal hier hochfahren. Ja, ich schlage vor, dass wir dann hier den Weg zum Turm quasi hochfahren. Das wäre da in der Ecke. Das wäre da in der Ecke. Das ist der Turm da. Ja, genau, die sollten das machen. Hier unten waren die schon fertig. Ja, testen wir mal. Nimm mal mit. Regelmäßig inspizieren Charlotte Regenbogen-Backhaus und ihr Mann Dietmar ihren Wald. Viel haben sie auf dem 110 Hektar großen Familienbesitz schon erlebt. In den 1990er Jahren die Stürme Wiebke und Lothar, 2007 Kyrill und 2018 Friederike. Und nun auch noch die Dürre. Hier in den Ausläufern des Rothaargebirges. Wenn man überlegt, dass hier vor 4 Wochen noch große Fichten standen. Der Anblick schmerzt. 2 Hektar, auf denen in diesem Jahr gar keine Fichten gefällt werden sollten, kahl. Bäume, die noch Jahre hätten wachsen sollen, um dann gutes Geld zu bringen, vorzeitig geschlagen. Aus der Not heraus. Vertrocknet und vom Borkenkäfer befallen. Da, guck dir das mal an da. Ja, die werden alle braun. Ja. Nee, das ist nicht schön. Ich habe den Platz wirklich geliebt, weil hier alte Fichten standen, die ich von klein auf kannte. Und so von jetzt auf gleich kann man sagen, also innerhalb von 3-4 Wochen hat sich das hier komplett verändert. Wir sind hier im Juli hochgegangen. Dann haben wir gesehen, dass die Rinde sich langsam löste und obwohl die Nadeln noch grün waren, wirklich die Rinde abfiel und wir wussten, der Baum ist tot. 6000 Kubikmeter Holz, Festmeter, wie sie im Forst sagen, mussten vorzeitig raus. In einer Zeit, in der es ohnehin schon ein Überangebot an Holz gibt, weil wegen Trockenheit und Borkenkäferbefalls viel geschlagen wird. Also das hier haben wir mit einem Selbstwerber gemacht, das heißt mit einem Unternehmen, was auf seine eigenen Kosten das einschlägt und uns dafür einen Preis für den Wert des Holzes zahlt, was im Moment aber ein Anerkennungspreis nur ist. Also das überwiegende Holz wird mit 50 Cent pro Festmeter tatsächlich bezahlt. Das ist eigentlich nur ein Buch wert, dass es irgendwo erscheint, sage ich jetzt einfach mal. 20 Kilometer östlich, im Tal der Eder, lagern 65.000 Festmeter Holz. In einem von 5 hessischen Nasslagern. Es ist das größte und doch verschwindend klein. Schließlich wurden seit 2018 6,4 Millionen Festmeter Fichten-Schadholz eingeschlagen, allein im hessischen Staatswald. Pumpen lassen es unentwegt regnen, um die Stämme vor Trockenheit und Pilzbefall zu schützen.
Wer hier sein Holz einlagert, zahlt 4 bis 5 Euro pro Festmeter und Jahr für den Service, in der Hoffnung, später das Holz zu besseren Preisen verkaufen zu können. Kann man das überhaupt noch verwenden? Ja, das sieht tatsächlich nicht mehr so schön aus. Also man kann sich kaum vorstellen, dass hieraus mal wieder ein schönes Möbelstück entstehen kann. Aber tatsächlich ist das so, wir kontrollieren regelmäßig die Qualität, schneiden eine kleine Scheibe ab und schon nach wenigen Zentimetern ist das Holz wieder weiß, so wie es eigentlich war, bevor wir es eingelagert haben. Und hier sieht man das sind jetzt Scheiben, die sind schon etwas länger abgetrennt. Deswegen sind die von der anderen Seite nicht mehr weiß. Aber wenn ich mir hier das Beil nehme, dann sieht man schon, dass hier in der Mitte das Holz eigentlich kaum Verfärbung hat. Und dieser schwarze Schmier nur sehr oberflächlich oben drauf sitzt und in der Mitte das Holz noch einwandfreie Qualität hat. So wie wir es jetzt hier sehen, klitschnass und durchfeuchtet. Mindestens 5 Jahre kann man sich sehr sicher sein, dass die Qualität hält. Darüber hinaus gehen die Erkenntnisse noch nicht so weit, weil bisher eigentlich man danach das Holz auch wieder abverkaufen konnte. Wohlgemerkt, bisher. Niemand weiß, wann der Holzmarkt sich erholt vom Überangebot. So bekommt ausreichend Wasser in dieser Zeit des Klimawandels so mancher Baum erst dann, wenn er tot ist. André Kaufeld, Revierförster im Habichtswald, rechnet, wie teuer die Katastrophe wird. Auf einem Hektar Fichtenwald lassen sich in einem normalen Jahr durch stetigen Zuwachs und nachhaltiges Wirtschaften etwa 15 Festmeter Holz ernten. Reinerlös pro Festmeter bisher 40 Euro. 15 Festmeter mal 40 Euro, dann habe ich im Prinzip gleich einen Erlös von 600 Euro pro Jahr und Hektar. Eine Kalkulation, die längst nicht mehr aufgeht. Schadereignis kommt. Damit fällt mir im Prinzip mein komplettes Produktionsmittel aus. Der Bestand ist hin. Ich habe, wenn ich kein Produktionsmittel mehr habe, auch keinen Zuwachs. Das heißt, diese 15 Festmeter sind nicht mehr da. Und damit im Prinzip natürlich auch immer der immer wiederkehrende Erlös, den ich daraus generieren könnte, fällt weg. Und für die Wiederbewaldung kommen für neue junge Bäume und für deren Pflanzung etwa 15.000 Euro pro Hektar hinzu. Ihre Pflege kostet nochmals 5.000 Euro. Dazu der über 30 Jahre entgangene Gewinn. Hier muss man tatsächlich den Rotstift nehmen, wir rechnen es zusammen und haben dann im Prinzip Gesamtkosten von 20.000 Euro. Entfallen der Erlös minus 18.000 Euro. Und dann bin ich bei einer pro Hektar Verlustgröße von 38.000, 40.000 Euro. Das Sterben der Bäume, es kostet hessenweit Milliarden. Charlotte Regenbogen-Backhaus und ihr Mann stellen sich die Frage, was bleiben wird von ihrem Wald. Welche Bäume dem Klimawandel wohl standhalten werden. Der Großvater hatte hier vor Jahrzehnten ganz besondere Nadelbäume gepflanzt. Sie sind immer noch da und sehen ganz gut aus. Das sind Bäume, die von der amerikanischen Küste kommen. Die große Küstentanne von Nordamerika, die Abies grandis, die es aber in Deutschland auch schon länger gibt. Dieser Bestand hier ist etwa 40 Jahre alt und scheint sich hier sehr wohl zu fühlen, wie man an den Bäumen sieht. Ist das sowas wie ein Hoffnungsträger für Sie? Wirklich ein großer Hoffnungsträger, weil wir im Moment das Gefühl haben, dass die Küstentanne mit dieser Trockenheit, die wir im Moment haben, noch gut zurechtkommt. Wann bei der Tanne die Grenze erreicht sein wird, wissen wir natürlich nicht. Und ich hoffe, wir werden es auch nicht erfahren. Aber wir hoffen schon, dass die nächste Zukunft durchhält, ja. Könnte man dann nicht sagen oder könnten Sie nicht sagen, super, dann machen wir jetzt alles mit Küstentanne? Ich glaube, das wäre keine ganz gute Idee. Ich denke, das Beste wird sein, wenn man verschiedene Baumarten haben wird, weil man nie weiß, wie sich die Zukunft entwickelt und jede Baumart hat ihre eigenen Schädlinge, hat ihre eigenen Schwachpunkte, ihre eigenen Stärken und von daher, ich denke, das ist so ein kleines bisschen wie an der Börse. Wenn man breit aufgestellt ist, kriegt man vielleicht von jeder Katastrophe ein bisschen mit, aber es geht nicht alles auf einmal kaputt. Hoffen wir zumindest.
Im Wald wirtschaften wie investieren an der Börse. Wetten auf die Zukunft und dabei möglichst die Risiken streuen und setzen auf frisches Wachstum, das hoffen lässt. Doch was, wenn genau dieses Wachstum, das Wachstum der Bäume, zunehmend bedroht ist? Aber die Spitze gefällt mir gut. Nur an wenigen Orten in Deutschland fällt so wenig Regen und ist es so warm wie im hessischen Ried. Auf 30.000 Hektar stehen hier Eichen, Buchen und vor allem Kiefern. Nun, im 3. Trockensommer in Folge, sterben viele Bäume in Ralf Schepps Forst. Bestände, die noch relativ geschlossen sind. Da haben wir noch Hoffnung, dass es auch weiterhin geschlossen bleibt und dass die Waldstruktur, wie sie da ist, eine Hochwald, dass der auch noch erhalten bleibt. Aber in dem Moment, wo diese Waldstruktur sich auflöst, in dem einzelne sterben oder mehrere Jahre hintereinander mehrere sterben, dann löst sich die Struktur auf und dann geht es sehr schnell. Also wir haben Baumarten wie die Kiefer, die auch sehr stark leiden unter dieser Trockenheit. Die wird dann in der Regel befallen von einem Pilz. Die Blotja-Pilz heißt der. Das ist ein Schwächeparasit. Das heißt also, wenn es der Kiefer nicht gut geht, wenn sie keine gute Wasserversorgung hat, dann verändert sich dieser Pilz und wirkt letal, also tödlich. Und dann kann das sehr schnell gehen. Eine Kiefer kann letztes Jahr noch grün sein, gute Krone haben, gute Benadelung haben und im nächsten Jahr schon vollkommen trocken abgestorben. Von oben zu heiß und zu wenig Regen. Und auch von unten fehlt es an Wasser. Denn Wasserwerke fördern permanent Trinkwasser aus dem Ried für die Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Region. Allein das Wasserwerk Bürstadt täglich 20 Millionen Liter. Die Wasserentnahmen haben den Grundwasserspiegel massiv abgesenkt. Längst muss Wasser aus dem Rhein in den Untergrund geleitet werden, um den Grundwasserspiegel auszugleichen. Das ist notwendig geworden, weil die Region eine sehr prosperierende Region ist und wir immer mehr Wasserbedarf haben. Damit wir dann den Grundwasserspiegel halten können, wo wir unser Wasser herausnehmen, müssen wir an anderen Stellen sozusagen infiltrieren. Wir nehmen das Rheinwasser heraus, infiltrieren das in den Boden und können damit ausgleichen, dass wir einen permanent gleichen Grundwasserspiegel haben. Klingt gut, Wasser aus dem Rhein zu entnehmen und aufzubereiten, um es dann unter die Erde zu leiten und dort damit das entnommene Grundwasser zu ersetzen. Doch wird das auch noch in 50, in 100 Jahren funktionieren? Wenn Temperaturen und Wasserverbrauch weiter steigen und zugleich die Flusspegel sinken? Wie etwa vor 2 Jahren, als der Rhein so wenig Wasser führte wie noch nie. Selbst der so gehaltene Grundwasserpegel ist bereits jetzt für weite Teile der Wälder im hessischen Ried viel zu niedrig. Erst in 3 bis 3,5 Metern unter der Oberfläche steht das Grundwasser oder noch viel tiefer. Viel zu weit weg für die Wurzeln vieler Bäume. Wenn der Grundwasserspiegel nicht mehr da ist, ist einfach keine Wasserversorgung mehr gewährleistet. Die Grundwasserferne, die plötzlich aufgetreten ist durch die Entnahme, da kann man mit Sicherheit nicht darauf verzichten. Also volkswirtschaftlich ist es sicherlich notwendig. Aber das ist ein Grund, warum wir hier keinen Grundwasseranschluss mehr haben und warum die Wälder auch sterben. Wo die einen sterben, wachsen nun andere. Etwa die spätblühende Traubenkirsche aus Nordamerika. Gerade die Traubenkirsche hat halt, sagen wir mal, einen invasiven Charakter. Das heißt, wenn sie kommt und sich etabliert, dann ist sie intolerant gegenüber allen anderen. Und das ist das Problem. Also wir wollen ja nicht nur Traubenkirsche haben, sondern wir wollen eben viele verschiedene Arten. Das ist das eine. Und das andere, wir wollen natürlich auch gerne möglichst arbeiten mit Arten, die hier standortheimisch sind. Hoffnungsträger Stieleichen. Sie haben bereits an anderen Standorten in Deutschland bewiesen, dass sie mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen. Auch Winterlinden, Roteichen, Hainbuchen oder Esskastanien, andere heimische Laubgehölze, könnten wie die Eiche im Ried gedeihen. Das ist die eine Variante und die andere Variante, die wir auch untersuchen wollen, ist, gibt es Nadelbaumarten, die hier auch zurechtkommen. Und da müssten wir zurückgreifen durchaus auch auf mediterrane Arten, wie zum Beispiel die kausische Schwarzkiefer oder Libanon-Zeder. Das ist allerdings erst im Versuchsstadium. Wir wollen eigentlich einen Hochwald haben. Das heißt also, der Wald sollte mal mindestens irgendwann mal 25 Meter erreichen. Er sollte ein eigenes Waldinnenklima bilden können. Er sollte Struktur haben. Denn der Wald im Hessischen Ried hat eine ganz wichtige Klimafunktion. Und die müssen wir versuchen, auf Dauer auch zu halten.
Die Klimafunktion des Waldes, Kohlendioxid speichern, Sauerstoff produzieren, bedroht wie nie. Das ist nicht nur ein Waldproblem, sondern auch eines, das das Leben in Städten zunehmend beeinträchtigt. Hochsommer. An einem Vormittag in Frankfurt. Hans-Georg Dannert vom Frankfurter Umweltamt misst seiner Stadt Fieber. Wir haben jetzt gerade eine Oberflächentemperatur von 42, 43 Grad gemessen. Das kann, wenn es den Tag über eingestrahlt hat, bis zu 70, 80 Grad ansteigen, diese Temperatur, die von oben abstrahlt. Hinzu kommt die direkte Sonneneinstrahlung, das macht Hitzestress aus. Sich abkühlen in der asphaltierten, betonierten Stadt ist dringend nötig. Schatten suchen, nicht nur den der Gebäude, auch den unter den Alleebäumen, auch wenn diese schon Mitte August viel zu früh Herbstlaub tragen. Wir haben hier 16,7 Grad Strahlungstemperatur, hatten eben weit über 40 Grad, 42, 43 Grad, 30 Grad Unterschied. Das merken wir, das spüren wir, die Wohlfahrtswirkung. Hier ist es sehr angenehm. Frankfurt braucht eben diese begrünten Straßenzüge, die Parkanlagen, die als grüne Lungen fungieren. Häuser, die Fassadengrün, Dachbegrünung anbieten, sodass es einfach auch in diesen heißen Hochsommerphasen erträglich bleibt in der Stadt. Doch die vergangenen 3 Sommer waren besonders heiß und besonders trocken. Und der Klimawandel wird auch in Zukunft Frankfurts Straßenschluchten weiter einheizen. Das ist ein Riesenproblem in mehrerlei Hinsicht. Einmal ist es so, dass die grünen Lungen der Stadt dann langsam zum Erliegen kommen. Also die funktionieren auch nur dann, wenn tatsächlich Feuchtigkeit da ist, wenn die Bäume vital sind, wenn sie transpirieren können und somit Verdunstungskälte entsteht. Frankfurt ist eine grüne Stadt. Der Stadtwald selber liegt im Frankfurter Süden. Er ist extrem wichtig als Frischluftquellgebiet. Er ist wichtig für die Naherholung. Und dort, wo er Gefälle zur Stadt hat, zum Beispiel im Frankfurter Osten, Stadtteil Oberrad, da kann diese Frischluft auch ganz wunderbar in den Stadtkörper reinsickern und ihn belüften. Gut 5700 Hektar bestanden von Bäumen. Doch wie lange noch können sie für die nahe Großstadt Kohlendioxid speichern, Schadstoffe filtern und frischen Sauerstoff produzieren? Tina Baumann leitet den Frankfurter Stadtforst. Sie beobachtet, wie sich ihr Stadtwald verändert. Die Bäume, die alten Buchen und Eichen, die auf dieser Fläche hier standen, die sind komplett abgetrocknet, die sind abgestorben. Und wir haben die rausgenommen, haben die verkauft. Man sieht es hier auch noch ganz schön am Wegesrand liegen. Aber man sieht eben auch, wie das jetzt weitergeht hier mit der Hitze und mit den Trockenschäden. Das ist es jetzt hier nicht gewesen, sondern wenn man hier hochguckt, die Buche hier vor uns, die ist schon abgestorben. Die nächste hier ist abgestorben. Wenn man in die Kronen schaut, die sind alle nicht mehr ganz grün. Das sind also jetzt diese klassischen Folgen von dieser Klimaveränderung, von dem Hitzestress, den die haben. Es wird also immer weitergehen und wir rechnen hier damit, dass im Laufe der nächsten Jahre, sollte das Wetter weiterhin so extrem bleiben, solche Waldbestände komplett absterben. Wo Bäume großflächig verschwinden, wachsen schnell Sträucher, Büsche oder Farne. Bäume aus Europas Süden könnten helfen. Sie zu importieren ist aber nur möglich, wenn auch die heimischen Tiere mit ihnen leben können. Wir haben hier Forschungsflächen mit verschiedenen italienischen Eichenarten, wie zum Beispiel der Steineiche oder Pflaumeiche. Da wird auch gezielt darauf geguckt, ob unsere heimische Fauna diese Bäume annimmt. Das tun sie, also gibt es erste Ergebnisse. Und inwiefern das Konsequenzen für das Ökosystem hier hat, dazu können wir zum jetzigen Stand noch keine Aussagen machen. Für Frankfurt und seine Bewohner zählt jeder Baum. Zukünftig mehr denn je. In der Stadt selbst sind mehr als 120.000 Bäume verzeichnet im Frankfurter Baumkataster. Was, wenn sie verschwenden? Dann hätten wir hier im Prinzip zumindest im Hochsommer quasi ein Wüstenklima. Sehr trocken, sehr heiß und es würde auch teilweise wesentlich turbulenter noch, denn Bäume haben auch eine gewisse windbremsende Wirkung.
Aber vor allen Dingen fehlt der Schatten, Verdunstungskälte. Der Boden ist noch feucht und kühl hier. Das ist wunderbar gerade. Wir befinden uns im Übrigen in einer der wichtigsten Luftleitbahnen der Stadt, dem Main. Das merken Sie, wir haben einen tollen Windzug hier. Da fühlt es sich auch jetzt noch gut an. Doch in diesem Jahr mussten in der Stadt 4000 Bäume gefällt werden. Und es wird heißer. Im Jahr 2050 wird es, so Prognosen des Deutschen Wetterdienstes, an 72 Tagen wärmer sein als 25 Grad. Doch der Stadtplaner, der Frankfurt klimafest machen soll, gibt sich, sogar für die kommenden 100 Jahre, optimistisch. Es wird heißer sein, es wird auch weiterhin noch trockener sein. Wir werden auf die Entwicklungen reagiert haben. Im Jahr 2120 wird Frankfurt hoffentlich viel, viel grüner dastehen und das wird man hoffentlich im Stadtbild dann sehen können. Hoffentlich. So oft gebraucht das Wort, wenn es um die Zukunft der Wälder geht. Im Meer der Bäume, Inseln des Todes. Oberhalb der Fulda an einem Hang des Kaufunger Waldes. Auch hier ist der Täter der Klimawandel. Revierförster Kurt Brandt und Forstwissenschaftler Matthias Schmidt besichtigen den Tatort. Wie diese Fichten zu Tode kamen, ist schnell aufgeklärt. Die Fichte wurzelt relativ flach. Das heißt, diese Bäume hier, wenn man sie jetzt ausgraben würde oder an den Tellern, wo sie umgefallen ist, können wir das sehen, haben eine Wurzeltiefe von vielleicht 30 Zentimetern. Und darüber hinaus passiert dann nicht mehr viel. Dazu kommt hier, dass wir hier eine Exposition haben, das heißt die Hangrichtung zur Sonne. Das heißt, der wird auch noch ausgetrocknet von oben. Es ist nicht nur der fehlende Niederschlag, es ist auch die Austrocknung, die von oben kommt, die den Bäumen hier zu schaffen macht. So geschwächt können sie nicht genug Harz bilden, um sich gegen das Einbohren der Borkenkäfer zu wehren. Ihr Tod besiegelt. An diesem Hang hat sich Revierförster Brandt entschieden fürs Nichtstun. Die werden hier stehen bleiben, weil eine weitere Nutzung an dieser Stelle wirtschaftlich nicht wirklich zielführend und sinnvoll ist. Und die gleichzeitig auch einen gewissen Schutz bieten für das, was jetzt hier nachkommt. Also wir setzen hier an diesen Standorten auf die natürliche Verjüngung, die hier ankommen soll, aus Baumarten, die im Oberhang stehen und uns zur Verfügung stehen. Auf diesem Standort, der sehr nährstoffreich ist, ist das der Bergahorn unter anderem. Und der wird sich hier ansamen und wird dann irgendwann das Waldbild übernehmen. Hoffentlich jedenfalls. Der Wald kann sich aus eigener Kraft erholen. Daran zweifelt auch der Forstwissenschaftler nicht. Irgendeine Form von Wald würde sich immer einstellen unter den meisten Bedingungen, vielleicht von Extremstandorten zukünftig abgesehen. Ein Wald, sich selbst überlassen, das ist der Urwald Saberburg. Seit Jahrzehnten leben und sterben Pflanzen und Tiere in dieser Waldgemeinschaft nahezu ohne jeden menschlichen Eingriff. Für Forstwissenschaftler Peter Meyer ist Hessens ältestes Naturschutzgebiet Anschauungs- und Forschungsobjekt. Er ist Waldnaturschutzexperte an der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, muss man sich vorstellen, haben wir in großer Zahl Rinder, Pferde, auch Schafe geweidet. Und dann ist eine halboffene Weidelandschaft entstanden mit gigantischen alten Eichen. Wir haben ja alte Fotos, gerade von diesen Uralteichen, und ich kann Ihnen vielleicht mal eins zeigen hier. Das zeigt jetzt genau die Eiche, die mittlerweile abgestorben ist im Hintergrund, und eben die Landschaft, wie sie damals aussah, nämlich deutlich offener mit relativ spärlichem Gehölzaufwuchs. Und das hat dann bis in die 50er, 60er Jahre auch so ausgesehen. Und Sie sehen, dass dann jetzt sich im Laufe der letzten Jahrzehnte vor allen Dingen ein mehr oder weniger geschlossener Wald dann doch hier entwickelt hat. Angrenzend an den Urwald findet sich eine Fläche, in die einst der Sturm Kyrill eine Schneise der Verwüstung schlug. Das war im Januar 2007. Man hat dann nicht aktiv wiederbewaldet, also nicht gepflanzt. Und wir können hier eigentlich sehr schön sehen, was sich aus sich selbst heraus natürlich entwickelt. Und wenn man sich so ein bisschen umguckt, hier sieht man, dass eben auch solche Flächen, die eine gewisse Zeit dann doch ohne geschlossenen Wald bleiben, auch dazugehören zur natürlichen Wiederbewaldung, was aus Naturschutzsicht durchaus positiv ist, auch durchaus den Baumartenreichtum fördern kann, weil lichtbedürftige Arten entsprechend eine Chance bekommen. Man sieht aber auch, dass
durchaus schon größere Partien wieder einen mehr oder weniger geschlossenen Wald gebildet haben, wo die Birke eine große Rolle spielt. Man sieht, dass einzelne Buchen da wieder aufgewachsen sind und dass eben auch Fichte wiederkommt. Wie ist das von der Ökobilanz her? Also ist dann solch eine Fläche ein genauso guter CO2-Speicher wie eine wieder aufgeforstete Fläche? In der Gesamtbilanz nach den Untersuchungen, die wir bisher so vorliegen haben, muss man sagen, bleibt sich das in etwa gleich, ob ich jetzt eine Fläche sich natürlich wieder bewalden lasse oder die eben aktiv wieder bestocke, was die Kohlenstoffbilanz anbelangt. Nicht zu bewirtschaften spart Energie, setzt weniger Kohlendioxid frei, auch aus dem Boden. Aber es wächst zu wenig verwertbares Holz. Die Gesellschaft hat ja vielfältigste Anforderungen an den Wald. Und wenn man es einfach nur laufen lässt, dann würde viel in reine Buche laufen oder teilweise auch wieder in reine Fichte, die wir auf jeden Fall mischen wollen. Wir wollen ja einen leistungsfähigen Wald im besten Sinne. Also ein Wald, der beispielsweise viel CO2 speichert. Und dafür reicht es halt nicht, wenn da stabile, aber wenig zuwachskräftige Baumarten dann auftreten. Und wir wollen einen Wald, wie gesagt, der auch diesen den ökologischen Rohstoff Holz liefert. Doch je dringender wir unsere Wälder als unsere größten CO2-Speicher benötigen im Kampf gegen den Klimawandel, desto schneller lässt dieser die Bäume sterben. Es ist ein Wettlauf. Gegen Hitze, Trockenheit, vor allem aber gegen die Zeit. Denn neue Bäume wachsen nicht von heute auf morgen in den Himmel. Gerade mal 40 Zentimeter lang mit Wurzeln. Eichensetzlinge. 4000 von ihnen sollen auf einem halben Hektar von Sturm und Käfern umgebrachte Fichten ersetzen. Werden die tiefwurzelnden Eichen Sturm und Hitze besser trotzen und hier zu großen stattlichen Bäumen heranwachsen? Ja, das werden wir beide nicht mehr erleben werden. Ja, das wird so 100 Jahre dauern. 60 Jahre, bis die erste Durchforstung kommt, bis man es richtig nutzen kann. 100, 120 Jahre müssen wir schon mal warten. Nicht nur im Habichtswald, in allen hessischen Wäldern läuft eine Wette auf die Zukunft. Pflanzen Förster jetzt Bäume, die Generationen später Holz und Gewinne abwerfen sollen. Doch welche Bäume wohin? An der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt berechnen sie das Dürrerisiko in 100 Jahren. Von Rot, hohes Risiko, bis Grün, geringes Risiko. Für einen Streifen in Nordhessen über Kaufunger Wald und Meißner. Werden zukünftig Baumarten anders verteilt, wird der Wald, wie man im Forst sagt, anders bestockt, lässt sich das Dürrerisiko senken. Aktuelle Bestockung, zukünftige Bestockung und auch auf den ersten Blick sehen wir bekommen mehr grüne Fläche, mehr gelbe Fläche. Wir können das Rot nicht vollständig reduzieren und wir sehen wieder die tieferen Lagen und vor allem südexponierte Lagen mit Anteilen von Fichte, aber auch Buche. Die haben dann hier diese roten, das sind alles südexponierte Hänge, dieses hohe Risiko. Und dann wieder der Wechsel in die Zukunft, mehr Laubholz, wir haben ja gesagt, mehr Eiche, trockenheitsresistente Baumart und wir erreichen dann auch in den tieferen Lagen, dass wir das Dürrerisiko reduzieren können. Damit das funktioniert, braucht es starke Bäume. André Hartke gehört zu jenen Wissenschaftlern, die deutschlandweit nach sogenannten Plusbäumen suchen, den besten Exemplaren von Bergahorn, Douglasie, Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche. Diese hat er im Reinhardswald gefunden. Dieser Baum erfüllt für uns alle Kriterien. Es handelt sich um einen sehr vitalen Baum. Er ist sehr gerade, bis oben in die Krone rein. Von diesen Bäumen haben wir ungefähr in Deutschland über 1000 Stück gesammelt. Und wir brauchen diese Bäume für eine große oder für eine breite genetische Basis, um auch zukünftigen Schadereignissen entgegentreten zu können. Neue, gute, bessere Bäume braucht das Land. Dabei kommt es auch auf ihre inneren Werte an, auf das, was angelegt ist in ihrem Erbgut. Wie gut sind etwa Douglasien geeignet, die schwächelnden Fichten zu ersetzen? Im Labor der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt nehmen sie die Erbanlagen genau in den Blick. Douglasie wächst wie die Fichte schnell und auch sie liefert das fürs Bauen so begehrte Nadelholz. Doch so einfach wie es klingt, ist es nicht. Man muss schon ganz genau hinsehen. Okay. Da war das, glaube ich. Ganzen Samen sind eigentlich. Um den Nadelholzbedarf zu decken, ist zum Beispiel die Douglasie eine ganz interessante Baumart. Allerdings hier sind auch eine ganze Reihe Erkenntnisse anzuwenden. Nicht jede Douglasie
ist auf unseren Standorten auch wirklich angepasst, beziehungsweise zeigt gute Leistung. Da gibt es unterschiedliche Herkünfte in Nordamerika und auch die können wir genetisch auseinanderhalten. Und so screenen wir im Moment auch Bestände in Hessen, um zu gucken, welche können wir in Zukunft anbauen. Wie in den Wäldern spielt auch im einzelnen Baum selbst ein Begriff eine zentrale Rolle: Vielfalt. Hier die genetische Vielfalt. Wenn sich Umwelteinflüsse dramatisch verändern, liegt in ihr eine wesentliche Chance zum Überleben. Die Bäume haben eine sehr hohe genetische Vielfalt. Das ist eigentlich die Organismengruppe mit der höchsten genetischen Vielfalt. Liegt auch in der Biologie der Bäume eigentlich an sich schon begründet. Wenn eine Eiche 200 bis 800 Jahre alt werden kann, kann man sich ja vorstellen, sie ist sehr, sehr vielen Umweltbedingungen ausgesetzt, steht mal im Schatten, mal in der Sonne. Temperaturverhältnisse ändern sich, möglicherweise auch Bodenverhältnisse, sodass innerhalb einzelner Individuen schon in der Regel sehr viel genetische Vielfalt enthalten ist. Und die einzelnen Herkünfte können genetisch sich unterscheiden. Also sind sie angepasst an trockenere Standorte oder eher an feuchtere Standorte. Ja, also es gibt nicht die Buche oder die Eiche, sondern wir haben innerhalb der Baumarten schon ein riesiges Potenzial noch zur Verfügung. Und wenn wir da Wissen generieren können, können wir sie auch demnächst an den Standorten einsetzen, wo bestimmte Umweltverhältnisse dann auch vorherrschen werden. Starke Bäume für gesunde Wälder. Auf der hessisch-niedersächsischen Grenze in Hangmünden haben sie eine Kinderstube im Gewächshaus der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Gärtnermeister Hartmut Frege vermehrt hier die Besten der Besten, so auch die Bilderbucheiche aus dem Reinhardswald. Aus den Reisern ihrer Krone sollen in den kommenden Jahren kräftige Eichen wachsen, deren Saatgut dann zum Wiederaufforsten genutzt werden kann. Wir kopieren quasi die Genetik dieses vermeintlich guten Baumes auf kleine Pflanzen. Und diese Pflanzen ziehen wir wiederum an und legen damit Klonarchive an und im weitesten Sinne dann auch Samenplantagen, um weiter mit diesen guten Bäumen, mit dieser guten Genetik der Bäume weiter züchten zu können. Ob sie tatsächlich stark genug sein werden, um sich im wandelnden Klima zu behaupten, es wird Jahre dauern, bis sich das sicher sagen lässt. Jeder so herangezogene Baum mit seiner besonderen, einzigartigen genetischen Ausstattung wächst dann im Freiland weiter. Registriert und penibel ausgezeichnet. Viel Arbeit und Zeit stecken André Hartke und seine Kollegen in dieses Klonarchiv. Der eigentliche Baum irgendwo im freien Bestand ist natürlich Gefahren ausgesetzt und kann dann natürlich auch ausfallen. Damit wäre der Genotyp verloren gegangen. Somit auf diesen Flächen haben wir ihn gesichert. Er ist für uns verfügbar. Und ein weiterer Grund ist, wenn wir ihn weiter vegetativ vermehren wollen, kann man an diesem Exemplar schön sehen, man kommt sehr einfach an das Material dran. An den großen erwachsenen Bäumen sind das durchaus 30 Meter. Und das ist natürlich wieder mit einem wesentlich höheren Aufwand verbunden. Beste Bäume, Streber in der Baumschule. Auf ihnen ruhen die Hoffnungen der Forstwissenschaftler. Wenn Sie hier über die Fläche schauen, wenn Sie sagen, hier steht die Zukunft des Waldes? Hier steht unter anderem die Zukunft des Waldes, ja. Also hier sind die besten Eichen, die wir gesucht haben, die besten Douglasien, Kiefern, Fichten, Lärchen, Bergahorne. Und das ist das Potenzial, mit dem man eigentlich in den nächsten Jahren Forstpflanzenzüchtung betreiben kann. Und wie geht's den im Februar im Habichtswald gepflanzten Eichen? Die Fläche bereits überwuchert von Buschwerk und Brombeersträuchern. Die Eichensetzlinge kaum zu finden, aber fit. Ich bin im Grunde genommen schwer begeistert. Sie sind grün, sie sind belaubt. Das ist schon mehr, als wir die letzten 2 Jahre erwartet hätten, nach den trockenen Monaten, die wir da hatten. Und so gesehen ist das hier schon völlig in Ordnung. Auch Förster Arndt Kauffeld ist zufrieden damit, wie sich die jüngsten Schützlinge in seinem Revier entwickeln. Gäbe es da nicht dieses Problem? Wenn hier Rehe sind, die in einer hohen Stückzahl vorhanden sind, die sind wie so eine Schafsherde, nagen die halt die Knospen ab im Winter, gerade wenn die Nahrung knapp ist. Wir versuchen wirklich scharf zu bejagen, aber da gibt es halt auch momentan durchaus noch Probleme, was das Jagdgesetz betrifft, dass man Abschusspläne nicht überschreiten darf, obwohl wir wahnsinnig hohe Wildbestände haben. Wenn das nicht hilft, dann müssen wir gattern. Das heißt, wir bauen einen Zaun um die Flächen, wo wir gepflanzt haben. Das ist alles sehr wahnsinnig aufwendig. Sehr aufwendig ist schon fast untertrieben. Es ist ein wirklich mega Aufwand. Gegen die Natur und zugleich mit ihr. So wird am Wald der Zukunft gebaut. Und mit viel wissenschaftlicher Arbeit.
Wie kommen die Wälder raus aus Trockenstress, Käferplage und der Gefahr von Stürmen zerstört zu werden? Die Risiken Hitze, Käfer, Sturm für jeden Ort im Wald kennt Matthias Schmidt. Mit dem, was die Klimamodelle des Weltklimarates für die Zukunft simulieren, was gemessen wird in den Böden und in der Luft und was man darüber weiß, wie jede Baumart wächst, mit all dem berechnet er den Wald der Zukunft. Wir müssen die Baumarten ganz neu auf die Standorte verteilen, weil die Temperaturen zunehmen, die Niederschläge abnehmen. Also wärmeliebende Baumarten können jetzt etwas höher auch angebaut werden. Empfindliche Baumarten, da müssen wir suchen, bezüglich Sturm bei der Fichte beispielsweise, wo finden wir geschützte Lagen, wo der Sturm nicht so zuschlagen kann. Südexponierte Hänge haben auch dieses noch erhöhtere Käferrisiko. Also wir müssen aktiv den Waldumbau betreiben. Spuren des Klimawandels. Allein im Revier der Försterei Kaufungen, 2000 Hektar groß, ging seit 2018 gut ein Viertel der Bäume, zumeist Fichten, aber auch Buchen, verloren. 90.000 Kubikmeter Holz mussten eingeschlagen werden. 3-mal mehr als normal. Kurt Brandt ist hier der Förster. So, wo befinden wir uns denn jetzt? Also wir haben hier diesen Transekt von Hedemünden, das kennt jeder, an der A7 hinter der Werratalbrücke, hoch in Kaufunger Wald, rüber zum Meißner. Oben die Meißner Hochfläche ist grün. Also hier geht es um Trockenstresseinschätzung der Buche. In der Vergangenheit, das hier links zu sehen, alles im grünen Bereich. Und in der Zukunft unter Klimawandel bekommen wir dann halt verschiedene Risikoeinschätzungen. Rot, gelb ist der mittlere Bereich und grün sind dann die weiterhin geringen. Die Standorte mit einem geringen Risiko bezüglich Trockenstress für die Buche. Aber das Rot überwiegt schon kräftig. Das kann einem schon so ein bisschen Angst machen, wenn man das sieht. Doch nur wer um die Risiken weiß, kann auch gegensteuern. Schmidt kann für die Wälder zukünftige Risiken simulieren. So hat er beispielsweise für den Bereich vom Kaufunger Wald bis über den Meißner auf Basis von Klimamodellen unter der Annahme weiterhin steigender Temperaturen berechnet, wo dem Wald Gefahren drohen. Bliebe er so, wie er heute ist, mit noch immer großem Anteil von Fichten und Fichtenbuchen-Mischwald, dann wären zukünftig viele Flächen vom Borkenkäfer bedroht. Baute man den Wald allerdings um, verteilte die Baumarten neu und anders, dann ließe sich das Borkenkäferrisiko deutlich senken. Auf nur noch sehr kleinen Flächen wären dann Bäume vom Borkenkäfer bedroht. Gleiches gilt auch für die Dürregefahr. Im heutigen Baumbestand ist sie an vielen Orten hoch. In einem besser angepassten Wald verschwinden die rot eingefärbten Hochrisikoflächen fast ganz. Und auch die gelben, die mittleres Risiko anzeigen, werden deutlich kleiner. Dafür aber muss sich der Wald wandeln. Von dem, den wir heute in dieser Region kennen, mit einem recht hohen Anteil von Nadelbäumen, zu einem, der dann deutlich weniger Nadelbäume hat und dafür mehr Laubbäume. Vor allem anders verteilt und zusammengesetzt und mit deutlich mehr Eichen. Noch existieren diese Wälder der Zukunft nur in Rechen- und Simulationsmodellen. Doch all das Wissen um Gefahren und auch um die Möglichkeiten, ihnen zu begegnen, soll schon bald den Praktikern im Wald zugutekommen. Denn vor allem die Förster müssen die Wälder umbauen. Sie müssen heute entscheiden, wie es weitergeht. Für eine Zukunft, die sie selbst nicht mehr erleben werden. Ich muss auf jedem Standort gucken, welche Baumart passt dahin, in welcher Mischung passt die mit anderen Baumarten dahin, wie verhalten die sich, wie kann ich die dauerhaft erziehen, so dass sie stabil bleiben und dass sie mir dann auch über einen langen Zeitraum entsprechend die Waldfunktionen erfüllen können, die wir von ihnen erwarten. Der Wald soll auch zukünftig gutes Holz liefern, Naturschutzraum sein, Erholung bieten und maximal CO2 speichern. Kahlschläge sollen verhindert werden. Der Schlüssel zum Wald der Zukunft, er ist fast fertig. Wir haben den Wald ganz fein gerastert, hier ein Viertel-Hektar sozusagen, damit man ganz fein planen kann. Und das wird dann als digitale Karte bereitgestellt. Also könnte ich mich hier auf der Schadfläche direkt live einloggen sozusagen und schauen, wie die Empfehlungen aufgrund der Risikostreuung sind. Das wäre die Idee. Dann sind alle Informationen hinterlegt, was die Standortskartierung, also die Ansprache des Bodens angeht und diese verschiedenen Einschätzungen des Risikos, ob Borkenkäfer oder Sturmschadensgefährdung, Trockenstressgefährdung. Wachstum wird projiziert in die Zukunft und dann gibt es Baumartenempfehlungen für Mischbestände, die für diesen Standort passen, die klimastabil sind. Wir können unseren Wäldern helfen, indem wir alle schädlichen Emissionen verringern.
den Temperaturanstieg bremsen und indem wir viel Arbeit investieren, viel Hoffnung und viel Geduld.